Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, meine Meinung, deine Meinung. Wo treffen wir uns? Würde ich diese Rede kurz halten wollen, könnte ich gleich sagen, nirgends. Bestürzend, oder? Vielleicht ein wenig trocken und kalt formuliert. Aber so wie sich unsere Gesellschaft momentan entwickelt, sind wir weit davon entfernt, Meinungen auch nur ansatzweise konstruktiv auszutauschen. To those of you who are obviously confused by what I just said, I'll explain later. Many of you probably think I'm exaggerating with my statement. And if it were 2013, I wouldn't even believe myself that by the year of 2017, we weren't open to opinions anymore. But as I said, if it were 2013, but that's obviously not the case. Jetzt die offensichtliche Frage, was ist in diesen 4 Jahren passiert? Jetzt haben wir 2017. So wie ich hier übertreibe, könnte man ja meinen, die Welt hat sich zu einem Meinungsfreiheit verachtenden Ort entwickelt. Eine Frage, auf die ich antworten würde, nicht die Welt, sondern wir selbst. In these 4 years, something has happened to us. I can't possibly explain exactly what happened or why, but now in the year 2017 it seems that we're constantly followed by some sort of imaginary thought police. Wir schirmen uns regelrecht ab von anderen Gedanken. Man könnte es eine unsichtbare, umgekehrte Satellitenschüssel nennen, die wir auf dem Kopf tragen. Und was passiert dann, wenn durch diese Satellitenschüssel ein anderer Gedanke durchdringt, eine fremde Meinung? Manche Individuen neigen dann zur Aggression. Sie werden unvernünftig, richtig unzivilisiert schon. But what is it, as I just said, that makes people this furious? What topics are so unbelievably bone-grinding that they turn everyday discussions into bloodfests? I'd say that the cause of all this was the entirety of the year 2016. Wir leben in bewegten, unsicheren Zeiten. Nichts ist mehr im Gleichgewicht, wie wir es einmal kannten. Warum sollten es dann unsere Meinungen sein? Die Welt, in der wir leben, ist eine Welt der Extreme geworden. Es gibt keine eigene Meinung mehr. Es gibt Team A und es gibt Team B. Bist du von Team A, dann wird dich Team B verhassen, egal wie gut und sinnvoll du argumentieren kannst. The best examples of this were the elections that were held in 2016. As an Austrian with an interest in both US politics and Austrian politics, I followed both the presidential race between Donald J. Trump and Hillary Clinton, as well as the presidential race between Norbert Hofer and Alexander van der Bellen. And what races they were. Es war keine Entscheidung zwischen einer Schnachnase und der nächsten. Keine Entscheidung zwischen leeren Versprechungen A und leeren Versprechungen B. Nein, diesmal sollte es anders sein. Diesmal wurden Rollen verteilt. Es ging plötzlich nicht nur um Trump oder Clinton, es ging vielmehr um den Patriarchismus, soziale Gerechtigkeit, Gut gegen Böse, Mann gegen Frau. But with this twist on the election, there was also some sort of twist in our heads. Suddenly, feeling sympathy for a candidate automatically resulted in becoming an enemy for others. Understanding and sometimes defending some things that Trump said in his campaign all of a sudden turned you into a racist. Saying that out of the both of them, Hillary was the better choice, made people think you were following some sort of warmonger. Und von der Wahl in Österreich möchte ich gar nicht erst mal anfangen. Gerade in einem Land wie Österreich schien es unwahrscheinlich, dass sich so extreme Meinungen bei einer Präsidentschaftswahl gegenüberstehen würden. Aber genau so kam es. Und es verbesserte unser Verständnis von Akzeptanz und Toleranz nicht gerade. Von einer Woche auf die anderen war von Nazis und von Kommunisten die Rede. Previous friends and neighbors of yours became arch enemies. During these elections, posting something on Facebook may result you in losing a couple of friends. Or maybe it would get you started in a fight with a loved one. Being reasonable became close to impossible, as there were a lot of emotions involved in a topic as dry as politics. Und nun sagt mir, mit meiner Meinung und deiner Meinung, wie sollen wir uns da treffen? Wie ist es möglich, dass ich mit meiner extremen, unbeliebten Meinung auf deine extreme, unbeliebte Meinung komme? Sind wir nicht alle auf unsere eigene Art und Weise extrem und unbeliebt,
Sind das nicht die Gemeinsamkeiten, die uns verbinden? But how can we show ourselves these similarities? If we really are so stubborn with our opinion, shouldn't it be close to impossible to argue with one another? Well, almost. Not if we start to understand, start to listen. Ich glaube, wir sind keine Meinungsfreiheit verachtenden Monster. Wir müssen schlicht und einfach wieder lernen zu verstehen. Denn wenn wir verstehen, hören wir zu. Und wenn wir zuhören, streiten wir auch nicht. But what do I mean with understanding? Well, when someone throws an opinion at you that you don't quite get, ask yourself this. Why do they have this opinion? In what situation is he or she in to think this way? Do I know the backstory of this person that led to this opinion? Questions like these. Und wenn man sich einmal diese Fragen stellt, fällt es einem noch leichter zuzuhören. Vielleicht streitet man dann auch nicht mehr und kann auch die Meinung des Gegenübers verstehen. And it is quite fitting that I'm now here telling you all this with you here forced to listen. We should do things like this more often, things like this contest. People with a whole lot of opinions all telling things from their point of view to a lot of people listening to them. Aus diesem Grund möchte ich auch meine Einleitung hiermit revidieren. Ich korrigiere, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Meine Meinung, deine Meinung. Wo treffen wir uns? Würde ich diese Rede kurz halten wollen, könnte ich gleich sagen, hier, beim SAG Multi. Dankeschön.